Die andere Seite des Monsters in uns. Wie kann man besser allein mit sich sein? Willkommen zu einem weiteren Video der Man Scout Academy von und mit Mike Malak. Die andere Seite des Monsters in uns. Wie kann man besser allein mit sich sein? In der Welt der Psychologie spricht man oft vom Schatten, einem Begriff, den der berühmte Psychologe Carl Jung in die Diskussion gebracht hat. Der Schatten ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, etwas, das nur in Märchen oder auf der Leinwand existiert. Wenn Kinder Angst vor einem Monster haben, dann existiert das Monster tatsächlich nur. Es liegt nicht unterm Bett oder steht im Schrank, vielmehr ist das Monster, also der Schatten, ein tief verwurzelter Teil von uns selbst, unsere dunkle Seite, all jene Gedanken, Gefühle und Impulse, die wir lieber verstecken oder vor anderen und manchmal auch vor uns selbst verbergen möchten, oft weil wir sie als nicht akzeptabel oder sogar peinlich empfinden. Carl Jung verstand unter dem Integrieren des Schattens einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einem selbstbewussten und reifen Leben. Das Monster ist nicht nur da, um für uns zu kämpfen, es muss dafür genutzt werden, einen reifen Charakter zu erwerben. Es ist der heilige Krieg in uns selbst. Anstatt diese dunklen Teile zu verleugnen oder zu verdrängen, geht es darum, sie anzuerkennen und schließlich zu integrieren. Das bedeutet, dass wir lernen, alle Aspekte unseres Seins zu akzeptieren und anzunehmen. Die Schattenintegration ermöglicht es uns, vollständiger und authentischer zu leben, unser eigenes Potenzial voll auszuschöpfen. Es ist ein tiefgehender Prozess, der Ehrlichkeit erfordert, denn es geht darum, sich selbst in seiner ganzen Komplexität zu sehen. Doch genau dieser Prozess ist es, der uns befähigt, ein bewusstes und erfülltes Leben zu führen. Wenn du dich über etwas ärgerst, zeigt sich dein Schatten, der auf zwei Arten sichtbar wird. Zum einen ist es ein Zeichen dafür, dass du noch reifen musst. Unreife bedeutet hier, dass du mehr Disziplin an den Tag legen musst. Vielleicht hast du dir Ziele gesetzt, wenn nicht, dann wirst du wahrscheinlich von anderen beeinflusst oder du handelst undiszipliniert, ohne klaren Plan und Ziel. Das sind alles Zeichen eines Lebens im Schatten. Dein Schatten führt dich dann zu Reaktionen eines verzogenen Kindes. In gewissem Sinne jagst du kurzfristigen, spontanen Zielen hinterher, weil du dir nicht gründlich genug Gedanken gemacht hast. Vielleicht verfolgst du Ziele, die andere für dich festgelegt haben, oder du verfolgst überhaupt keine Ziele, weil du zu sehr daran zweifelst, dass das Leben einen Sinn hat. All das gehört auch zum Schatten. Aber vielleicht hast du dir doch Ziele gesetzt und ärgerst dich jetzt über all die Arbeit, die nötig ist, um diese Ziele zu erreichen, und die Geduld, die erforderlich ist. Vielleicht zeigt sich das als allgemeine Kritik an der gesellschaftlichen Struktur, die dir nicht gefällt. Das aber ist auch ein Zeichen von Unreife. Deshalb musst du in dich gehen und herausfinden, wo du noch wie ein verwöhntes Kind handelst und Maßnahmen ergreifen, um das zu ändern. Oder du stellst fest, dass du zu Handlungen gezwungen wirst, die gegen deine Überzeugungen verstoßen, und du musst für dich einstehen und etwas sagen, das dir eigentlich widerstrebt. Dann musst du vielleicht lernen, wie du deinen Ärger in dein Handeln positiv einfließen lassen kannst, um Nein zu sagen, wenn es nötig ist. Das bedeutet eigentlich, dass du deine ethischen Ziele weiter verfolgst, indem du deinen Schatten integrierst, statt dich davon abzuwenden. Aggression, die unterdrückt werden kann, oder Verlangen, das kontrolliert wird. Diese Dinge sind extrem nützliche Helfer, wenn sie Teil des Ganzen sind. Ohne Aggression und Wut zu sein und unfähig, diese zu empfinden, bedeutet nicht, dass du auf einem guten Weg bist. Es ist besser zu erkennen, dass die Chance, ein höheres Gut zu verfolgen, durch die Integration all deiner emotionalen und motivationalen Zustände vergrößert wird. Selbst die, die eine Menge Probleme verursachen können, wenn sie sich in isolierter Zustimmung manifestieren. Wenn du zu nachgiebig bist, könntest du üben, das in Worte zu fassen, was du wirklich denkst. Du könntest dich dazu verpflichten, die Wahrheit zu sagen, und das würde dich weniger nachgiebig machen.
Nachgiebige Menschen sind oft bereit, das, was sie als wahr erkennen, zu opfern, um kurzfristig den sozialen Frieden zu wahren. Es ist nicht so, dass sie lediglich unterdrücken, was sie denken. Oft erlauben sie sich nicht einmal vollständig zu realisieren, was sie denken. Daran muss man dann arbeiten. Diese Nutzung der Wahrheit kann verhindern, dass eine nachgiebige Person zum Fußabtreter wird. Ich habe aufgezeigt, warum Menschen unehrlich, arrogant und verbittert werden können. Es ist fast ein Wunder, dass es nicht ständig passiert. Hier ist das grundlegende Problem. Der Tod verfolgt dich, die Zeit rennt, du bist sterblich und Krankheit wird ein Teil deines Lebens sein, sowie ein Teil des Lebens der Menschen, die du liebst, und es wird schrecklich sein, daran zu denken. Du steckst damit fest, weil du das Thema meidest. Und dann gibt es noch die Gesellschaft, die einen tyrannischen Aspekt hat. Sie zermürbt dich und macht dich zu einem Rädchen im Getriebe und zerstört vielleicht das Beste in dir. Und dann bist du einfach ein Bündel von Widersprüchen und Problemen. Du kannst dich nicht organisieren, tust all die Dinge, die du nicht tun willst, und lässt die Dinge bleiben, die du tun solltest. So legst du dir selbst Steine in den Weg. Das ist die Situation. Und du willst dich angesichts dieser Lage der dunklen Seite zuwenden, dein Monster ausleben. Kein Wunder, oder? Aber es hilft nicht, es macht alles nur schlimmer. Und wenn du der Meinung bist, dass die Dinge schlecht sind, erscheint es kaum sinnvoll, sie noch schlechter zu machen. Manchmal ist es verlockend zu denken, was soll's? Es ist so furchtbar, dass ich aus Trotz noch mehr zum Elend beitragen will. Wenn du die Anziehungskraft dieses Gedankens nicht nachvollziehen kannst, bist du vielleicht in der glücklichen Lage, geschützt zu sein. Du ziehst dich einfach zurück. Aber dieses Alleinsein ist nicht nützlich für dich. Es ist offensichtlich, dass die freiwillige Auseinandersetzung mit dem Bedrohlichen und Unbekannten oft heilend wirkt. Nicht immer. Es kann die Situation verschlimmern. Aber wenn es eine alte Erinnerung ist, die zu lösen ist, dann scheint die freiwillige Erinnerung und gezielte Neubewertung hilfreich zu sein, oder zumindest ist sie besser als alles andere, das wir kennen. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, dass jedes Ideal ein Richter ist, und das macht absolut Sinn. Ein Ideal ist etwas, nach dem du strebst, und die Kluft zwischen dir und diesem Ideal wird als Urteil empfunden. Deshalb haben die Menschen so große Angst, ein Ideal zu wählen, weil es diese Schwäche aufzeigt. Du solltest dir aber ein Ideal aufstellen und dem Ideal nachstreben. Warum? Wenn du dein Ideal real machst, verwandelt es sich in deinen Maßstab. Dann kannst du auf diesen Richter hören und dich weiterentwickeln. Und nur dann. Aber es ist ziemlich hart, besonders am Anfang. Jeder Teil von dir wird erst einmal als ungenügend beurteilt. Aber diese Sicht ist einseitig. Jeder denkt über die Kosten einer Entscheidung nach, aber fast niemand bedenkt die Kosten einer Nichtentscheidung. Der Grund dafür ist, dass du gerade da sitzt und der Himmel fällt nicht auf dich herab. Also kalkulierst du nicht die Kosten dieses Sitzens, weil nichts passiert. Und wenn du dich entscheidest, etwas anderes zu tun, berechnest du nur die Kosten dafür. Aber du hast die Kosten der Untätigkeit ignoriert, obwohl sie nicht null sind. Nichtstun richtet oft den größten Schaden an. Es gibt hier ein Risiko und dort ein Risiko und du magst die Idee nicht, weil du Sicherheit willst. Aber wenn du keine Entscheidung triffst, musst du die Kosten der Untätigkeit tragen. Einfach so weiterzumachen, wie du es tust, während sich alles um dich herum ändert, ist auch eine kostspielige Entscheidung. Wenn du das weißt, denkst du, hier gibt es Gefahr und dort gibt es Gefahr. Dann befreit dich das seltsamerweise, denn jetzt kannst du die Gefahr wählen, die du bevorzugst. So bist du vorbereitet. Der Preis, den du nun zahlst, ist die Erkenntnis, dass es auf keinem Weg Sicherheit gibt. Das musst du ab und zu in deinem Leben realisieren, es ist sehr unangenehm. Aber wiederum sind die Kosten dafür, es nicht zu tun, höher. Nicht tun, was du hast. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass du es hast, morgens aufzustehen, um dich für die Arbeit fertig zu machen. Es bedeutet nur, dass du nicht sehr diszipliniert bist. Als ein Beispiel. Ich würde diese mangelnde Disziplin anpacken, bevor ich mein ganzes Leben umstelle.
Ich meine nicht, dass du schwierige Dinge nicht tun solltest. Beobachte dich und wenn du feststellst, dass du Dinge tust, die dazu führen, dass du dich selbst nicht mehr respektierst, dann solltest du über die Konsequenzen eines solchen Weitermachens nachdenken. Sei ehrlich zu dir selbst. Wie du festgestellt hast, war es keine bewusste Entscheidung, es war etwas, das sich unterbewusst eingeschlichen hat. Warum ist das so? Nun, du weißt es nicht, du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nur unterlassen und die Konsequenzen tragen, aber du kannst es nicht einfach nur ignorieren. Aber da ist es nun mal. Du musst das Problem ehrlich durchdenken. Kluge Menschen haben festgestellt, dass wir Dinge tun, die wir nicht kontrollieren können, weil wir Kräften unterworfen sind, die wir nicht kontrollieren können. Diese Kräfte sind mit unserem eigenen Schicksal verbunden, mit unserem eigenen Gewissen. Du musst das beobachten, um herauszufinden, wer du wirklich bist. Es gibt einen hohen Preis, wenn du es nicht tust. Allein bleiben, allein aus dem Grund der Vermeidung einer Reifung und einer persönlichen Entwicklung, ist ein sehr schlechter Gedanke, der dir das echte Leben vorenthält. Denn dein Wesen ist nicht nur, was du jetzt bist, sondern auch alles, was du sein könntest. Vergeude das nicht. Dies ist ein Appell an dich, dich selbst zu erkunden und die Schatten deines Lebens anzugehen. Es ist ein Weg, um zu wachsen, dich zu entwickeln und ein volleres, authentischeres Leben zu führen. Also, nimm dir die Zeit, über diese Worte nachzudenken und sie auf dein Leben anzuwenden. Es geht darum, dich selbst besser zu verstehen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Person zu werden, die du sein möchtest. Du kannst dich mit Fragen dazu gern jederzeit an mich wenden. Wenn dir dieses Video nützliche Informationen gegeben hat, vergib bitte ein Like. Folge diesem Kanal, wenn du über künftige Videos automatisch informiert werden willst. Besuche auch die Website der Manscout Academy, um mehr über unsere Angebote zu erfahren oder um mich direkt zu kontaktieren. Danke, dass du dieses Video angesehen hast und liebe Grüße von Mike Malak und dem Manscout Team.